herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Origami. Ja, ich setze meine San Francisco-Reihe fort. Da habe ich ja schon mal dieses viktorianische Haus designt. Eigentlicher Plan war, ja, so ein ganzer Straßenzug zu entwerfen und dann hier so eine Straßenbahn da durchfahren zu lassen. Ja, das war wohl ein bisschen viel für ein Video. Und ja, jetzt habe ich mal ein bisschen weitergemacht mit dem San Francisco-Thema und hier so eine historische Straßenbahn entworfen. Ja, das war eigentlich nur Hard Surface Modeling, da waren jetzt keine so großen Probleme dabei. Ihr kennt vielleicht jetzt schon hier über den Sitzen hier auch wieder so Ornamente, die sind auch in den Originalstraßenbahnen vorhanden. Und dafür habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wie man die erstellt. Ja, und heute zeige ich euch einmal hier, wie man so eine Bank erstellt, so eine Sitzbank. Wenn man jetzt hier mal hingeht, ein bisschen näher, dann zeige ich erstmal, wie man diesen Schwung hier macht. Das habe ich mit Bezier-Kurven gemacht, die dann in Mesh umgewandelt und dann extruiert. Das kennen wir ja schon. Und dann noch hier bei den einzelnen Latten, die hier auf diese Bank gehämmert worden sind, da habe ich einmal Extrude vom Faces verwendet. Ja, und schon konnte ich hier diese Sitzbank entwerfen. Das war wirklich sehr einfach. Und dann habe ich noch überlegt, was könnte ich noch zeigen. Und da blende ich jetzt hier mal diese Ebene wieder aus. Und blende mal die Referenz hier wieder ein. Ich habe mir mal hier so ein Drehgestell. Das habe ich für den Unterbau erstmal entworfen in grober Form. Das hat auch ganz schön viel Spaß gemacht. Da kann man auch noch ein bisschen weiter arbeiten. Ja, vielleicht mache ich das auch, um noch mal ein paar Waggons oder eine Eisenbahn zu entwerfen. Und dabei musste ich hier für dieses Drehgestell die großen Federn entwerfen. Und wie man die entwirft mit dem Screw Modifier, das zeige ich euch dann im zweiten Teil des Videos. Ja, für unsere Bank gehe ich jetzt wieder in die orthogonale Seitenansicht und füge erstmal eine Bezier-Kurve hinzu. Die liegt jetzt hier noch flach auf dem Boden. Ich rotiere die einfach mit RX um 90 Grad um die X-Achse und gehe in den Edit-Mode und bewege die Kontrollpunkte dahin, wo ich sie haben möchte. Den hier rotiere ich jetzt nochmal so ein bisschen. Das wird die Lehne. Und hier unten, das wird die Sitzfläche. Jetzt kann ich hier mit diesem Kontrollpunkt hier den Radius noch ein bisschen größer machen. Ich bewege das noch ein bisschen nach vorne. Und hier, wenn ich den Radius hier noch ein bisschen vergrößere, dann kann ich die Sitzfläche noch ein bisschen größer machen. Vielleicht das noch ein bisschen rotieren, dass die Lehne nicht ganz so steil nach oben ansteigt. Ja, so sieht es ganz gut aus. Im Moment hat die Kurvenradius eine Auflösung von 12, das heißt in 12 Segmenten. Das könnte natürlich noch weiter erhöhen, aber für unsere Sitzbank mit den Latten reicht das völlig aus. Ja, und als nächstes gehen wir auf Object, Convert to und dann Mesh from Curve. Und wenn wir jetzt wieder in den Edit Mode unserer Kurve gehen und hier auf Vertices, dann sieht man, dass hier aus der Kurve ja eine Punktelinie geworden ist. Und die kann man jetzt auswählen mit A und E entlang der Y-Achse extruden. So, dann gehe ich jetzt hier in den Face Mode. Drücke auch wieder A, um alles zu markieren. Und dann nicht E für Extrude, sondern Alt E. Und ich wähle hier Extrude Individual Faces aus. Und dann bewege ich die Maus ein bisschen nach oben, nicht allzu stark. Das war jetzt schon zu stark. Ein bisschen weiter runter. So. Und ja, jetzt genau hier bei der Lehne, wo der Radius sehr groß ist, der Kurve, sieht man hier am besten ja so schöne Latten bekommen für unsere Sitzbank. Ja, und das war eigentlich der ganze
das ganze Geheimnis dahinter. Das ging ziemlich schnell und allein schon beim Rendern mit der Ambient Occlusion oder der Schattenberechnung werden diese Fugen hier automatisch dunkler und man muss auch noch nicht mal hier ein dunkles Material vergeben. Das passiert automatisch. Ja, wenn man jetzt noch Lust hat, dann kann man hier hier ist noch so ein bisschen überlappend. Das kann man noch so ein bisschen aufheben, indem man die einzelnen Punkte bearbeitet und ja, nach hoch setzt, dass die Fugen dann wieder entstehen. Ja, und so kriegt man so eine schöne Bank, die den Eindruck erweckt, als bestünde sie aus solchen Latten. Ja, für die Feder, das geht sehr schnell, füge ich mit Shift A einen Kreis hinzu und bewege den ein bisschen vom Ursprung weg entlang der X-Achse. So, und als nächstes gehen wir hier unter Modifier, Screw und bekommen erstmal so eine Scheibe, die so ein bisschen komisch aussieht. Jetzt können wir hier unter Screw-Option das ein bisschen anheben und das geht dann hier schon in die richtige Richtung. Und was man jetzt nur noch machen muss, ist den Kreis auszurichten auf der X-Achse. Und so bekommen wir schon unseren ersten Bogen hier von der Feder. Und das Einzige, was man jetzt machen muss, ist hier die Iteration so hoch zu drehen, dass man die gewünschte Länge bekommt. Und wenn man den Radius der Feder ein bisschen verkleinern will, bewegt man das einfach entlang der X-Achse, hier um das ein bisschen kleiner zu machen, oder man macht es ein bisschen größer und bewegt es davon weg. Ja, und das war's eigentlich schon, wie man so auf einfache Art und Weise Federn herstellen könnt. Ja, und hier mit den Anzahl der Schritten könnt ihr die Feder hier noch ein bisschen runter machen. Das steht das standardmäßig auf 16. Und ja, wenn man ja 32 angibt, ja, dann wird das doch schon ein bisschen glatter für nähere Aufnahmen. Ja, und das ist doch schon ein einfaches Mittel, um hier solche Federn zu erzeugen. Das geht natürlich auch mit jedem anderen Objekt, mit einem Würfel, was man sich da alles ausdenken kann. Ja, da sind wir schon fast am Ende des Videos. Ich zeige euch noch eine Kleinigkeit zum Schluss. Im Moment seht ihr hier die Viewport-Ansicht, dieses Viewport-Rendering, und da seht ihr hier an den Glasscheiben dieses Rauschen von dem Raytracer. Jetzt gibt es aber hier in der neuesten Blender-Version, ich glaube das ist mit 2.83 hinzugekommen, hier unter den Render-Settings gibt es hier unter Sampling hier eine Einstellung Viewport Denoising. Die steht hier auf False und die kann ich hier auf Optics AI Accelerated setzen. Und dann kriege ich doch hier auch in dem Viewport hier ein sehr schönes Ergebnis raus. Das Rauschen in den Scheiben ist verschwunden. Ja, das wird ein bisschen mit KI-Unterstützung, wird hier versucht, das Bild zu analysieren, das Rauschen rauszubekommen. Ja, und das funktioniert halt immer besser, je öfter man es benutzt. Genau. Und ja, das Video war heute ein bisschen kürzer. Ich hatte die ganze Zeit zu tun mit der Modellierung. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.